Leute, wir leben in einer unglaublich schnelllebigen Welt mit immer neuen Technologien. Eine dieser neuen Technologien, ein ganzes Themenfeld, das das Potenzial hat, unsere Welt zu verändern, ist die sogenannte Nanotechnologie. Aber was ist Nano überhaupt? Dazu haben wir zwei Experten getroffen, die uns das Thema Nano näher erklären konnten. Das Wort Nano kommt eigentlich aus dem Griechischen und bedeutet Zwerg. Es dient als Vorsilbe für Milliardstel. Das bedeutet, ein Nanopartikel, was 1 Nanometer groß ist, ist eigentlich ein Milliardstel Meter groß. Zur besseren Vorstellung, 1 Meter verhält sich zu einem Nanometer genauso wie die Erde zu einer Haselnuss. Diese Partikel sind natürlich so klein, dass wir sie mit dem bloßen Auge überhaupt nicht erkennen können. Dafür haben wir aber moderne Mikroskope entwickelt, um sie sichtbar zu machen. Durch ihre winzige Größe haben Nanopartikel besondere Eigenschaften, die wir uns zunutze machen können. Nanopartikel sind bereits heute in vielen Bereichen vertreten. Sie bieten uns Möglichkeiten, neue Materialien herzustellen und durch sie haben wir neue Methoden, Energie zu speichern und zu erzeugen. Besonders interessant finden wir aber, dass wir durch Nanopartikel die Möglichkeit haben, neue lebensrettende Methoden in der Medizin durchzuführen. Da wir nun wissen, was Nano bedeutet, wollen wir uns mit den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten beschäftigen. Eine der bereits besagten Möglichkeiten ist der Einsatz von Nanotechnologie in der Medizin. Hierzu schauen wir uns eine neue Methode an, um Krebs, eine der häufigsten Todesursachen, erfolgreich zu behandeln. Bei einer entwickelten Therapie spritzen die Ärzte ca. 15 Nanometer große Eisenoxidpartikel direkt in die Krebsgeschwulst. Wegen ihrer speziellen Beschichtung werden sie nicht von gesunden Zellen, sondern nur vom Tumorgewebe aufgenommen. Die Eisenoxidpartikel werden mit Antikörpern gekoppelt, die gegen ein Protein gerichtet sind, welches nur im Tumor vermehrt gebildet wird. So gelangen die Nanopartikel nur in den Tumor, da die Antikörper sich nur an die Tumorzellen binden, die das Protein bilden. Anschließend legen die Ärzte von außen ein magnetisches Wechselfeld an, das bis zu 100.000 Mal in der Sekunde seine Polarität ändert. Die Nanopartikel werden dadurch in Schwingung versetzt und werden immer wärmer, genauso wie der Tumor. Über den Rhythmus der Bewegung können die Forscher die Eisenoxidpartikel gezielt steuern und somit auch die Temperatur beeinflussen. Der Tumor wird gekocht. Auch in der Materialkunde bietet Nano sehr viele Möglichkeiten. Eins dieser Wundermaterialien ist Graphen. Graphen besteht aus einer einzigen Schicht Kohlenstoffatome. Diese sind flach und sechseckig angeordnet, wie bei einer Bienenwabe. Allerdings ist Graphen deutlich kleiner. Man muss sich vorstellen, Graphen hat nur eine Größe von 0,3 Nanometer. Die Anordnung von Graphen ermöglicht dem Material einzigartige Fähigkeiten. Es ist das dünnste, aber auch gleichzeitig das reißfesteste Material, was wir kennen. Es hat eine hohe Flexibilität und ist gut formbar. Außerdem hat es eine gute Leitfähigkeit für Wärme und Elektrizität. Stapelt man den Stoff in 10 Schichten, so erhält man Graphit. Graphit wird in Bleistiften benutzt. Wie bereits gesagt, hat das Wundermaterial einen hohen Flexibilitätsgrad, was es uns ermöglicht, ihn in Röhre zu formen. Diese nennt man dann Nanoröhre. Man kann es sich so vorstellen, als wären sie ganz kleine Strohhalme. Wenn diese Röhre erstmal geformt sind, dann verändern sie die Eigenschaften des Materials. Die chemische Stabilität und die hohe Leitfähigkeit bleiben zwar gleich, aber die mechanische Stabilität, die wird verbessert. Und genau dadurch findet das Material bereits Anwendungen in Bereichen wie der Computertechnik oder gar Luft- und Raumfahrt und bald auch in verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens. Graphen wird wie gesagt erst bald im Alltag verwendet werden können. Aber gibt es auch jetzt schon Anwendungsbereiche für Nanotechnologie? Hey, weißt du eigentlich schon, was du in den nächsten Ferien machst? Ja, ich fliege nach Italien. Echt? Du fliegst nach Italien? Ich habe neulich irgendwas mit so einer neuen Entwicklung in der Flugzeugbeschichtung gehört. Meinst du das mit den Nanoteilchen? Genau, das war das. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass Kerosin, der Treibstoff, mit dem Flugzeugefliegen sehr teuer ist. Deshalb wurde Polymer entwickelt. Diese Beschichtung ist in der Lage, Oberflächen miteinander verbinden und zu vernetzen. Aber wie kann man dadurch Geld sparen? Ich glaube, normalerweise enthält eine Lackierung viele Vertiefungen und Erhöhungen. In Polymer sind Acrylelemente, welche in der Lage sind, diese Unterschiede auszugleichen. Acrylelemente sind hart und langlebig.
Dadurch kann auch die Lackierung lange und effektiv genutzt werden. Auch feine Risse oder Lippen werden durch unglaublich kleine Nanoteilchen gefüllt. Dadurch wird der Luftwiderstand verringert und natürlich wird Treibstoff gespart. Stimmt, ich erinnere mich wieder. Jetzt weiß ich auch wieder, wie man diese Beschichtung aufträgt. Als erstes wird die Flugzeugoberfläche mit einer Dicarbonsäure vorbehandelt. Diese Säure enthält 2 Carboxygruppen. Durch das Vorbehandeln wird die oberste Schicht positiv geladen. Als nächstes wird die Nanobeschichtung aufgetragen. Diese enthält positiv und negativ geladene Teilchen. Wie ihr wisst, ziehen sich entgegengesetzte Ladungen an. Dadurch werden die negativen Teilchen der Nanobeschichtung in die kleinen Poren auf der positiv geladenen Oberfläche gezogen. In diesen Kuhlen bleibt die Beschichtung, bis sie ausgehärtet und getrocknet ist. Danach wird die Flugzeugoberfläche poliert. Durch diese Anziehung wird nur eine Schicht benötigt, welche sogar kleiner als 1 Nanometer ist. Richtig, und das Gesamtgewicht wird um nur 113 Gramm erhöht. Außerdem kann verhindert werden, dass Feuchtigkeit eindringt oder auch vor Ruß oder Umweltverschmutzungen ist die Flugzeugoberfläche geschützt. Da der Lack keine schädlichen Inhaltsstoffe enthält, kann er für lackierte und nicht lackierte Oberflächen genutzt werden. Aber am allerwichtigsten ist natürlich, dass der Luftwiderstand der gesamten Flugzeugoberfläche deutlich verringert wird. So kann das Ziel, Kosten zu sparen, indem weniger Treibstoff benötigt wird, erreicht werden. Vom Flugzeug zu einem anderen Fortbewegungsmittel, dem Auto. Von meinem Auto. Ich bin immer noch so genervt. Da war so ein blöder Vogel. Aber Yannick, für dein kleines Problemchen gibt es eine einfache Lösung. Einen speziellen Autolack. Und wo könnte man sich darüber besser informieren, als in einer Autowerkstatt? In der Theorie soll die Nanoversiegelung dafür Sorge tragen, dass das Auto vor Dreck und Witterung geschützt wird. Wie das Ganze funktioniert und vor allem, was es mit der Nanotechnologie zu tun hat, das zeigen wir euch jetzt. Viele Oberflächen, wie auch die von Autos, besitzen kleine Unreinheiten, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind. Tritt diese Oberfläche nun mit Dreck in Kontakt, sammeln sich die Schmutzpartikel an und das Auto ist dreckig. Um dies vorzubeugen, kann man vorher auf die Oberfläche Siliziumpartikel auftragen, die zu den Nanoteilchen gehören. Somit wird die Oberfläche versiegelt und die Unreinheiten gefüllt. Tritt nun Dreck auf die Oberfläche auf, prallt diese ab und das Auto bleibt sauber. Das Ganze klingt jetzt natürlich noch ein wenig kompliziert, aber mit 2 Alltagsgegenständen, einem Schwamm und einer Kerze lässt sich sehr gut verdeutlichen, was dort auf Nanoebene stattfindet. Schaut man die Oberfläche des Schwamms an, sieht man viele kleine Löcher und Unreinheiten. Genauso würde unter dem Mikroskop die Autooberfläche aussehen. Lässt man nun Wasser auf den Schwamm, dann saugt er sich voll. Die kleinen Löcher und Unreinheiten füllen sich mit dem Wasser. Die Oberfläche ist nass. Gießt man vorher erhitztes Wachs auf den Schwamm, füllt das die Löcher und Unreinheiten, die Oberfläche wird glatt und damit versiegelt. Gießt man nun wieder Wasser auf den Schwamm, perlt dieses ab. Die Oberfläche des Schwamms ist, genauso wie die Oberfläche des Autos, nun versiegelt und resistent gegen Dreck. Im Folgenden werde ich demonstrieren, wie man die Nanoversiegelung aufträgt. Vor dem Auftragen der Nanoversiegelung muss der Autolack gereinigt und poliert werden. Kennt ihr das? Wenn ihr nicht zu Hause seid, weit, weit weg von jeder Steckdose und im wichtigsten Moment euer Handy einfach leer ist. In ein paar Jahren werden wir dieses Problem bestimmt nicht mehr haben, durch sogenannte Nanogeneratoren. Der chinesische Forscher Zhongying Wang hat mithilfe seines Forschungsteams im Jahre 2012 herausgefunden, dass manipulierte Zinkoxid-Nanopartikel unter Einfluss von Druck Elektrizität erzeugen. Diese Partikel werden durch eine schwache mechanische Kraft, wie zum Beispiel einer Vibration, Lärm oder sogar Wind gewölbt und erzeugen so Elektrizität. Dieser Prozess verläuft jedoch nur dank des sogenannten triboelektrischen Effekts, der zusammen mit dem piezoelektrischen Effekt auftritt. Der triboelektrische Effekt ist ein Spezialfall der Berührungselektrizität. In 2 Materialien entstehen elektrische Ladungen, wenn sie in Kontakt zueinander stehen und voneinander getrennt werden. Die Elektrizität entsteht durch eine Elektronenaufnahme und Abgabe. Je größer die Differenz der Elektronenaffinität zwischen den Materialien ist, desto stärker ist dieser Effekt. Vergleichbar ist der triboelektrische Effekt mit dem piezoelektrischen Effekt, der bei Feuerzeugen zur Funkenerzeugung verwendet wird. Hierbei entsteht bei einem Schlag auf ein Piezokristall eine Spannung von bis zu 15.000 Volt. Für die Verwendung von Nanogeneratoren gibt es nahezu unzählige Möglichkeiten.
Zum Beispiel können sie in die Reifen eingesetzt werden, um Reibungsenergie in Elektrizität umzuwandeln. Dabei könnte etwa 10% des Treibstoffes gespart werden. Sie können jedoch auch in die Adern eingesetzt werden, um Herzschrittmacher oder später auch einmal Prothesen mit Strom zu versorgen. Nanogeneratoren können auch für alltägliche Aufgaben benutzt werden. Sie können zum Beispiel den Druck, der beim Gehen in einer Schuhsohle auftritt, auffangen und somit zum Beispiel Handys oder andere elektrische Geräte laden. Wie gesagt, es ist eine Technologie mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten. Wir warten auf jeden Fall gespannt auf Weiterentwicklung im Bereich der Nanotechnologie. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass wir euer Interesse ein wenig wecken konnten. Und vielleicht könnt ihr sogar zu Hause in eurer Sonnencreme Nanopartikel finden.